Schlafminimalismus. Und damit herzlich willkommen, Freunde der Sonne, auf unserem Kanal. Wir sind Sebastian und Verena und wollten euch heute mal zeigen, wie wir aktuell schlafen. Ja, wir können aber noch dazu sagen, wir sind jetzt unser Bett los. Da sind wir auch ganz froh drüber, weil ihr wisst ja, wir wollen halt demnächst auswandern. Und wir haben uns auch jetzt schon was ausgesucht, was jetzt nicht nur übergangsweise für hier ist, sondern das nehmen wir mit nach Paraguay. Als erstes zeigen wir euch mal kurz, wie es aktuell bei uns im Schlafzimmer aussieht. Also der Schlafzimmerschrank hier auf der Seite, der ist alt, den werden wir nie verkaufen, den werden wir wahrscheinlich verschenken oder im schlimmsten Fall kommt er auf den Spammel. Und hier steht unser Bett, so hier, dort, also unter der Heizung, das ist ein Heizkörper dort an der Wand. Dort stand unser Bett, dort liegen jetzt unsere Matratzen, in Anführungsstrichen. Und hier drüben liegt halt ein bisschen Kleinzeug, was wir verkaufen müssen. So, ich zeige euch jetzt mal unsere Matratzen. Das sind Kapok-Matratzen. Kapok ist eine Faser von einem Baum, also ähnlich wie Baumwolle. Das sind an den Früchten, die wachsen, das ist außen drum wie so eine Schote oder sowas. Und die wird dann aufgearbeitet und das ist dann wie so eine Faser. Da können wir euch mal ein Bild einblenden hier. Das ist jetzt so, die sind damit gefüllt, das sind solche, wie nennt die sich, Thai-Matratzen, ich glaube, oder sowas. Kann man auch dazu sagen. Die nehmt die zum Meditieren oder was auch immer. So, die sind von der Größe her. Achso, mal kurz dazu. Also auf dem Boden schlafen waren sie jetzt dann vielleicht doch zu, was ist extrem. Wobei wir haben ja jetzt in unserem Reisevlog in Paraguay haben wir ja die ganze Zeit oder viel gezeltet. Das tat mir mit meinem Rücken, weil ich ja Rückenprobleme habe, besser als in unserer Matratze, wo wir in Deutschland waren. Das habe ich dann festgestellt. Als wir zurückgekommen sind, war das echt, hatte ich mehr Rückenschmerzen als in Paraguay auf dem Boden schlafen, also jetzt auf der Isomatte. Gut, die Maße von den Matratzen jetzt hier, das sind, müssen wir nachgucken, 1,95 mal 1,10 Meter, also 1,95 Meter lang, 1,10 Meter breit und 8 cm hoch. Das sind jetzt die großen, die extra breiten. Die normalen sind, ich glaube, 80 plus breit. Aber da wir das ja für später also mit Vorsorge halber schon, was ist Vorsorge? Wir haben das für später gekauft, für unser späteres Leben. Wir wollen auch eine Familie gründen mit Kindern und wir wollen ein Familienbett haben. Und da brauchen wir halt mehr Fläche. Wir haben am Anfang nur die eine gehabt, die dort, und haben zusammen drauf geschlafen. Das geht, weil man liegt ja ziemlich nah am Boden, das sind nur 8 cm, da kann man ja das Bein raushängen lassen, das ist kein Problem. Aber dann mit mehreren, dann wird es irgendwie Brühe. Selbst mit uns zu zweit war es manchmal ein bisschen doof, da hat der eine halt das Bein ein bisschen mehr raushängen lassen müssen. Jetzt haben wir 2 Stück, 2 verschiedene Designs, da gibt es zig verschiedene, ist ja egal. Und ja, die kann man halt klappen. So kommen die geliefert, so zusammengeklappt. Sind auch nicht schwer. Ich schätze jetzt mal vielleicht weniger als 10 Kilo, würde ich schätzen. Ich tue das nicht erst liegen. Weniger als 10 Kilo. Und die ist halt so vierfach zusammengeklappt. Und die ist ruckzuck dann halt hingelegt. Von der Größe her, man sieht das auch ein bisschen, die fallen nicht alle 100% gleich aus. Die sind jetzt hinten liegen sie bündig und vorne, die eine ist ungefähr 2 cm länger. Das hat man aber auch im Internet vorher schon gelesen, dass die verschieden ausfallen, sieht man auch an der Naht hier. Das ist jetzt nicht alles so perfekt deutsche Maßhaltigkeit oder was auch immer. So, wenn wir mit dem Schlafen fertig sind, stellen wir unsere Matratzen halt oft auch hoch, weil wir ja kein Bettgestell haben und so die Feuchtigkeit ja irgendwie auch wieder entweichen muss. Genau, haben wir ein Bild für euch, genau. Das ist halt auch ziemlich praktisch. Ich habe halt vorher in einer Einzimmerwohnung gewohnt und dann müsste ich mir halt zum Beispiel kein Bett kaufen oder so und könnte dann einfach, wenn ich nach schlafe, mir die halt hinlegen und hätte dann dementsprechend Platz für andere Dinge. Genau. Also von daher, wenn Menschen in einem ziemlich engen Raum wohnen, ich glaube, die Asiaten oder die Chinesen, die machen das sowieso generell. Die haben nur so eine Rollschlafmöglichkeit. Genau, die gibt es auch noch zum Ausrollen, genau. Die sind dann, glaube ich, noch ein bisschen dünner. Mhm. Ja, willst du mal erzählen, wie wir auf die Kapok-Matratze gekommen sind? Ja, als wir in Paraguay waren, da waren wir bei einer guten Freundin von uns, bei der Ivona. Und die hat ihr Bett im Wohnzimmer quasi mit. Das hat sich so ergeben. Also das ist oder ein Raum hat die halt nur quasi, wo die dort wohnt und ihre Küche. Und da haben wir uns mal drauf gesetzt. Und haben wir gedacht, oh, schläft sie auf dem Brett? Das war echt, wir konnten gar nicht glauben, dass es eine Matratze ist. Das war echt ziemlich hart. Und dann haben wir uns mal drauf gelegt. Das lag sich richtig gut drauf. Und dann haben wir sie mal gefragt, was das ist, was sie da schläft. Und Verena hat, ich glaube, mal drunter geguckt, oder? Ja, ich hab ein Brett gesehen, weil ich dachte, das war aber kein Brett. Und durch sie sind wir dann halt drauf gekommen. Auf die Kapok-Matratzen. Ja, wir sind halt auch interessiert am Minimalismus. Aber ich sehe es halt nicht ein, dass man auf dem Betonboden schläft, weil das finde ich absolut nicht natürlich. Genau. Also ich würde halt in der Natur, wie gesagt, auf dem Waldboden, wie wir es mit dem Zelt schon fast ja gemacht haben, da war ja nicht viel zwischen uns.
Und ich finde, die Carbock-Matratze bietet da für uns eine richtig gute Lösung. Denn, wie gesagt, es ist 100% aus dieser Carbock-Faser, ist somit 100% pflanzlich, natürlich. Genau. Und wie gesagt, ihr müsst das einfach mal ausprobieren. Es ist halt wirklich die härteste Matratze, auf der ich je gelegen habe. Wobei wir dazu sagen müssen, dass die wir jetzt haben, sind nicht ganz so hart wie die von Ivona. Ja, genau. Und die teuren, die gibt es in, ich weiß nicht, wie der Versand heißt. Können wir ja auch unten verlinken. Können wir auch verlinken, mal die wir jetzt gekauft haben. Genau. Und dann verlinken wir euch auch nochmal den anderen. Da haben wir, die erste Klasse sozusagen. Genau, da sind allerdings keine Preise abgebildet. Ich weiß nicht, wir haben eine Preise von denen. Ja, also ihr könnt die anschreiben. Genau, ihr könnt die anschreiben per E-Mail. Die haben super Support. Ich habe immer gleich eine Antwort gekriegt. Und die haben auch relativ schnell Lieferzeiten, irgendwie von 1-2 Tagen haben die gesagt. Also die Seite sieht nicht so aus, aber da steckt jemand hinter und die schreiben auch mit euch. Und das ist sozusagen die First Class unter den Carbock-Matratzen. Ja. Und das ist dann nochmal ein bisschen was anderes. Also ja, die lassen sich auch klappen, wenn man das möchte. Und die bieten auch noch andere Sachen an irgendwie. Genau. Allerdings war uns das dann zu teuer, müssen wir alles zugeben, weil wir tun ja die Sonne auswandern und wir müssen unser Geld ein bisschen zusammenhalten, dass das für alles reicht, was wir uns gerne noch erschaffen möchten. Und von daher haben wir uns jetzt für die entschieden und werden uns wahrscheinlich noch eine dritte bestellen. Entweder für Gäste dann später mal oder halt, wenn wir wirklich so viele Kinder haben, dass wir dann genug Platz drauf haben. Oder falls jetzt doch mal eine kaputt geht. Wobei, wir können die ja dann wieder verwerten, wenn jetzt der Außenbezug kaputt gehen sollte. Weil die Nähte nicht halten oder wenn der irgendwann durchgescheuert sein sollte. Wobei, wir machen ja noch in Bettlaken drüber. Dann könnte man ja die Fasern trotzdem weiterverwenden. Ich glaube, der Baum wächst sogar in den Orten, wo wir hinwollen. Ja, der Baum wächst, ich glaube, auch in tropischen und tropischen Regionen. Wir können ja mal versuchen, selber anzubauen, ja. Aber es wird schon recht aufwendig sein, man muss die Fasern dann trocknen. Ich habe das irgendwo gesehen, dann das Trocknen und das ist ja dann wirklich, brauchst du dann extrem viel, um so eine Matratze zu füllen. Ja, ich habe nur gerade überlegt, der Baum müsste doch dort aufwachsen. Genau. Ja, was vielleicht noch interessant ist, ich hoffe, Sebastian baut noch später vielleicht noch so ein Bettgestell. Ja. Wie gesagt, dann müsste ich sie halt nicht öfters mal hochstellen, weil dann die Feuchtigkeit unten entweichen kann. Das kommt ganz drauf an, wie wir unsere Behausung bauen. Wenn wir genug Platz haben, dann kann das stehen bleiben. Dann werden wir eine Art Europaletten drunter legen und dann vielleicht ringsum nur den Rahmen, dass die nicht wegrutschen können und das reicht dann. Also das ist unser Bettgestell. Genau. Also wir wollen jetzt nie, weil das ist sowieso jetzt kein Standardmaß für einen Bettkasten. Ja, das stimmt. Dadurch, dass die verschieden ausfallen und dadurch, dass die so flach sind und du brauchst auch nicht wirklich noch einen Lattenrost drunter, weil das macht keinen Sinn, das macht ja dann wieder, das macht die Funktion kaputt. Genau. Also am besten wäre dann noch eine Spanplatte drunter legen, auch die sind dann nicht hinterlüftet. Ja, aber dann vielleicht so eine runden Löcher. Es gibt ja diese Rundbohrer, ja. Da einfach verschiedene, wie so ein Schweizer Käse, einfach ein paar Löcher reinbohren, dass da halt wirklich Luft an die Matratze kommt. Genau. Und ja, vielleicht ist das eine Animation für euch, dass ihr eine andere Option habt, wenn ihr jetzt nie auf dem Boden schlafen wollt, wie das jetzt von vielen gezeigt wird. Genau, aber vielleicht Richtung Minimalismus gehen wollt. Genau, Richtung Minimalismus gehen wollt, aber sagt, okay, ihr wollt doch noch, was heißt Komfort? Es ist, ich weiß nicht, ob das jetzt noch Komfort ist für manche andere, die jetzt eine weiche Matratze haben. Also wie gesagt, für mich kommt es mehr der Natürlichkeit Waldboden oder Sandboden näher als unsere gebauten Häuser, wo wir halt wirklich oft halt betongegossene Böden haben und ja, das ist genau, für mich... Genau, wenn man jetzt einen Teppich und eine Decke runterlegt, dann hat man es vielleicht noch minimal. Genau. Das ist, wie gesagt, für uns der Kompromiss. Wenn ihr Erfahrung habt oder vielleicht eine eigene Carbock-Matratze habt, könnt ihr uns das ja mal gerne unten in die Kommentare schreiben. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. Ne? Genau. Ja. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und ja, viel Spaß. Also dann einen schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.